Herzlich willkommen zum Tutorial von Innodoc. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein neues Projekt erstellen. In der Projektübersicht können Sie ein neues Projekt anlegen. Das funktioniert ganz einfach über den orangenen Button rechts oben Projekt erstellen. Es öffnet sich das Projektformular, wo Sie die Projektinformationen eingeben. Darunter fällt die Projektadresse, der Leistungszeitraum, von wann bis wann dort gearbeitet wurde, und die Kontakte des Projekts, das heißt der Auftraggeber und der ausführende Betrieb. Bei den Kreissymbolen können Sie auswählen, ob Sie eine Montage- und Überprüfungsdokumentation erstellen möchten oder ein Projekt ausschließlich für eine Überprüfung. Wir legen nun im Beispiel ein Testprojekt an. Alle Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert und müssen ausgefüllt werden. Wir geben eine Projektadresse ein, definieren den Leistungszeitraum und die Kontakte. Wenn Sie die Datenmigration aus dem alten System vorgenommen haben, wie dies im vorherigen Kapitel erklärt wurde, stehen Ihnen bereits angelegte Kontakte in der Dropdown-Auswahl zur Verfügung. Ansonsten können Sie natürlich jederzeit einen neuen Kontakt erstellen. In unserem Praxisbeispiel verwenden wir die 2 vorhandenen Kontakte und klicken auf Speichern. Innodoc zeigt Ihnen daraufhin das neue Projekt an. Man sieht die Projektinformationen, den Status und die Kontaktinformationen, die man für mehr Details aufklappen kann. Darunter ist der Bereich für die Dokumentation. Über den Button System hinzufügen kann man ein System anlegen. Im Praxisbeispiel bleiben wir beim Seilsystem. Wir wählen es in der Kategorie aus. Bei System wählen wir erneut AIO Seilsystem überfahrbar und definieren den Untergrund. Bei Länge geben wir die Systemlänge ein. Das Überprüfungsintervall wird je nach ausgewähltem System automatisch angezeigt. Sprich, ein Seilsystem muss jährlich überprüft werden, darum 12 Monate. Das Überprüfungsintervall können Sie jederzeit manuell ändern, wenn es zum Beispiel nötig ist, das System alle 6 Monate zu überprüfen. Mit einem Klick auf Speichern kommt man zum nächsten Punkt, die Produktauswahl. Im Produktsuchefeld werden je nach eingegebenen System und Untergrund die für diese Konfiguration möglichen Produkte bereits vorgefiltert. Mittels Texteingabe kann man nach einem spezifischen Produkt suchen. Oder man nutzt die Scroll-Funktion. Im Praxisbeispiel ist die STA10 unser Produkt. Auch bei der Befestigung sind nur die in der eingegebenen Konfiguration möglichen Befestigungen im Dropdown zur Auswahl verfügbar. Wir wählen anschließend noch die Stückzahl und klicken auf Hinzufügen. Mit dieser Eingabemaske kann man alle Produkte, die für die Dokumentation relevant sind, schnell und einfach zum Projekt hinzufügen, ohne zwischen den einzelnen Produkten wechseln zu müssen. Wir fügen im Beispiel noch ein weiteres Produkt hinzu. Wenn ein Produkt außerhalb des eingegebenen Systems und/oder Untergrunds verbaut und somit dokumentiert werden muss, ist dies natürlich auch möglich. Scrollen Sie einfach im Dropdown ganz nach unten und wählen Sie Alle Produkte anzeigen. Damit wird der gesamte Innotec-Produktkatalog angezeigt und es stehen alle Produkte zum Hinzufügen zur Verfügung. Im Praxisbeispiel fügen wir einen Einzelanschlagpunkt Industry hinzu. Wir geben den Untergrund an, Metalldach zum Beispiel, und klicken auf Auswählen. Es folgt die Angabe der Stückzahl und der Klick auf Hinzufügen. So können Sie auch Produkte unabhängig vom anfänglich angegebenen System in das Projekt eingeben. Wurden alle Produkte hinzugefügt, klickt man auf Fertig. Daraufhin wird die Systemdetailseite angezeigt. Hier sieht man alle Produktinformationen. System und Produkt können natürlich jederzeit bearbeitet oder geändert werden. Klicken Sie dazu auf Bearbeiten. Mittels Klick auf Löschen können Sie das ganze System löschen. Im Praxisbeispiel zeigen wir nun kurz die Bearbeitung, die analog zur Neuanlage funktioniert. System und Produkt können bearbeitet werden.
und auch einzelne Produkte gelöscht, bearbeitet oder hinzugefügt werden. Bleiben Sie dran und entdecken Sie im nächsten Kapitel mehr zu InnoDoc.